Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Natürlich erneut von der Cloudland. Wir haben hier einige Gesprächspartner uns rausgesucht und eingeladen. Aber zunächst einmal, hallo Caro. Ja, Du bist hallo, ja wieder dabei. Ja. Auch wieder auf der Cloudland, ein Wunder. Ja, herzlich willkommen auch Benjamin Notdurft. Wir haben ihn als tollen Gesprächspartner schon direkt in der ersten Sekunde gefunden. Und wir sind sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Viel Spaß dabei. So, hallo Benjamin. Herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du unserer Einladung sofort Folge geleistet hast und uns mit den interessanten Themen um das Feld Cloud Native herum heute etwas auf den neuesten Stand bringen kannst. Ja, ich würde vorschlagen, stell dich doch bitte einfach mal vor, wo kommst du her, was machst du so und was gibt es Spannendes zu wissen? Genau. Also mein Name ist Benjamin Notdurft. Ich wohne aktuell in schönen Jena. Und hatte in den letzten 4 Jahren das Vergnügen, für einen Dienstleister zu arbeiten und dort auch 2 Standorte zu etablieren, in Erfurt und in Leipzig. Und bevor ich jetzt quasi in dem Umfeld tätig war, war ich bei einer Produktfirma und da hatten wir auch eine ganz große monolithische Anwendung, die wir komplett neu geschrieben haben mit Microservices. Und da ging das ganze Thema Cloud Native für mich persönlich los, als ich in einer klassischen DevOps-Abteilung unterwegs war. Man merkt schon, das war noch nicht ganz so agil. Ja, und das war aber eine sehr spannende Reise, die ich da in die Cloud-Welt nach und nach vollziehen durfte. Ja. Also war das auf jeden Fall so projektgetrieben, dass du gesagt hast, okay, das muss jetzt, da stürze ich mich jetzt rein, oder war das für dich schon immer ein Thema, mit dem du dich befassen wolltest? Oder wie hast du dich da selber schon reingearbeitet und dann kam das Projekt und dann passte das für dich? Oder? Genau. Also für mich war das so, dass ich in verschiedenen Stationen schon immer gerne auf Fachgruppen und User Groups und Events gegangen bin. Und damals war mein Steckenpferd immer so die Java-Anwendungsentwicklung. So war mein erster Job bei Hewlett Packard. Da haben wir Data Center Monitoring gemacht. Da ich bei HP den Operations Manager iSeries mitgeschrieben. Das war damals schon ziemlich krass, weil das eine sehr krass verteilte Anwendung war. Und in dem Zuge konnte ich mich natürlich schon sehr viel mit Cloud-Themen, also Data Center Cloud-Themen befassen. Aber allerdings war ich tatsächlich mehr so in Backend-Engineering mit Java unterwegs. Und als ich nach Thüringen gekommen bin, habe ich nach einer Station mir überlegt, dass ich doch da weiter unterwegs sein. Und, bei der Firma, wo ich angehört hatte, die hatten tatsächlich über 10 Jahre lang mit Perl eine der ersten E-Commerce-Plattformen mit über 170.000 Webshops weltweit entwickelt. Ja, das ist waren so Marktführer. Ja. Und da war ausgeschrieben, dass sie doch einen Senior Java Engineer suchen. Und so bin ich dort gestartet. Und der Start verlief dann so, dass man noch nicht sofort starten wollte mit der neuen Java-Anwendung, sodass ich erstmal zwischengeparkt wurde. Und es gab Feature-Teams, also es gab verschiedene Scrum-Teams, die haben Features entwickelt noch mit Perl. Und dann gab es diese DevOps-Abteilung, so ein Release-Automation-Team. Und ich hatte früher schon, unter anderem bei HP oder auch bei einer Bank oder Versicherungen immer wieder auch im Pipeline-Bereich so ein bisschen reinschnuppern können. Damals war Jenkins sehr populär, zum Beispiel. Früher auch Hudson noch genannt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nach wie vor auch immer noch ein Thema, Jenkins. Das sehe ich auch in meinem Umfeld noch sehr häufig. Ja, und die Pipeline, die ich in der Firma vorgefunden hatte tatsächlich eine Laufzeit halt von 13 Stunden. Und da wurden tatsächlich Releases noch geschnürt aus den Feature-Teams. Und wir haben das dann über den Zaun geworfen an das Ops-Team und die haben das dann ausgerollt. Man würde vielleicht sagen, jetzt bei Cloud-Providern, damals war das White Label so, dass es dann bei Telekom, Strato 1&1 und so weiter als deren Lösung quasi als Ergänzung zum Portfolio angesehen wurde, das sie schon hatten. Also statt einem Website-Baukasten gab es dann einen Webshop-Baukasten, also für den SMB-Markt. Und
Ja, wie man sich das halt so vorstellen kann, sind 13 Stunden halt immer ein bisschen Pain in the Ass. Das heißt, man schiebt abends die Pipeline an, tagsüber arbeitet man dran. Und da war sehr viel mit verschiedenen Provisioning-Tools schon gearbeitet worden. Da kannte ich mich ein bisschen aus. Und vor allem hatte ich eine große Expertise in Selenium, weil ich bei einer Testfirma mal war und auch verschiedene Testsuites schon geschrieben hatte. Und da konnte ich dann sofort da anfassen. Aber mir ist relativ schnell halt aufgefallen, dass die Tests sehr nacheinander sequenziell abgespult werden. Und dann versuchte man das halt zu parallelisieren. Und da ich viel auf Community-Events war ich auch bei einer Docker-Party. Das war eine der allerersten in Hamburg und dann später auch in Berlin. Und da ich mich für die Technologie Docker damals interessiert hatte, kam ich in Austausch mit der Community und war dann auch Mentor damals. Und die Docker-Partys. Docker-Party, ich habe gerade Tupper-Party verstanden. Ich habe jetzt den Twist, Ich habe den Twist erwartet und ich habe gehofft, warum du jetzt bei einer Tupper-Party darauf gekommen bist, warum man mal einem Docker. Ja, Entschuldigung. Genau, es ist eigentlich wie eine Tupper-Party, nur halt im Bereich der Communities. Und die haben damals noch keine eigenen Meetup-Gruppen gehabt, zum Teil. Also ich bin gar nicht sicher, ob es die Craftsmanship User Group war in Hamburg, wo wir dann bei Xing unterwegs waren. Und aber das, was sie hatten, war halt viel Geld. Und dadurch ist relativ viel Swag-Material dann nach Europa verschifft worden. Und das ist natürlich immer cool, wenn man dann T-Shirts und Sticker und sowas abgreifen kann. Und immer wenn Geburtstag war damals, also von der Technologie, dann haben sie so eine Party gemacht. Und haben halt deutschlandweit nach Mentoren gesucht. Und deswegen bin ich da einfach mit dazu gestoßen. Ja. Weil du den Swag cool fandest, hast du dann da den Einstieg gefunden. Ja, genau. Und damals war dann Compose, neues Swarm war gerade rausgekommen. Und ich fand es dann so cool, dass ich erstens Docker bei uns dann schon eingeführt habe. Das erste war halt eine Selenium-Test-Suite, die ich dann verdockert hatte. Und zeitgleich habe ich einen Monat später auch eine Docker-Party in der Firma gehostet und dann von verschiedenen anderen Firmen rundherum Softwareentwickler zu uns damals eingeladen. Das war dann, ich habe das dann ein bisschen modifiziert. Es gibt da vorgefertigte Workshops, aber da wir halt schon selber Use Cases hatten, habe ich gedacht, wir machen so einen Eröffnungstalk und dann gleich 3 verschiedene Workshops parallel. Und das war dann sehr spannend. Also, weil das hatte echt einen Umfang. Ja, ich hatte es jetzt kleiner wie so ein Meetup irgendwie vor Augen gehabt. Ne? Ja, genau. Ist ein bisschen größeres Meetup geworden dann. Ja. Ich habe dann mehrere Kollegen da verhaftet. Auch im Bereich von Pipelines zum Beispiel schon Sachen zu machen. Wir haben mit CoreOS dann auch ein Cluster gebaut. Damals schon mit Swarm. Das ist jetzt auch, wenn man so rückblickt, sagt, das sind jetzt 8 Jahre schon her. Ja. Ich wollte gerade die Frage stellen, ist das immer noch ein Ding? Also sind diese Partys immer noch so aktiv im Gange oder bist nur du da nicht mehr aktiv? Oder? Also ich nehme das sehr reduziert jetzt gerade noch wahr. Dadurch, dass Docker so ein bisschen auch durch Kubernetes ja abgelöst worden ist. Es gibt ja verschiedene Docker-Meetups auch. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass halt der Trend da ein bisschen weggeht, ja. Ich meine, die haben ja ihre Control-Plane dann auch irgendwann rausgebracht, so ein Monitoring-UI, dass du halt bei Docker da auch oder bei Swarm auch später auch Kubernetes-Manifeste ausführen konntest. Aber mein Gefühl ist halt, dass der de facto Standard da ein bisschen weggewandert auch ist. Genau, und das haben wir jetzt schon so vor 3-4 Jahren auch langsam sukzessive beobachten können. Wobei ich halt auch immer noch sage, also wenn ich jetzt kleinere Use Cases habe, so mit Compose komme ich relativ weit. Ja? Auch wenn ich jetzt mit Studenten arbeite, reicht es vollkommen aus. Ich wollte es gerade erwähnen. 80% der Fälle. Eigentlich ist es ja voll ausreichend. Wenn ich das mal so gegenüberhalten möchte, so Kubernetes und Docker Compose, wenn man das überhaupt vergleichen kann. Ich hoffe, ich befinde mich da jetzt nicht in einem totalen Fettnäpfchen. Ich bin sehr froh für mich, dass ich meinen dedizierten Server habe, wo ich alle meine Use Cases, alles, was ich mache, sowohl eine Datenbank, also nur Entwicklung natürlich, ich möchte jetzt hier gar nicht noch das nächste Fettnäpfchen treten mit dem zweiten Fuß, dass ich all die Sachen als Docker-Container orchestriert durch Docker Compose auf meinem Server laufen habe. Und jetzt sagt der Benjamin hier an der Stelle einfach, dass ich schon wieder outdated bin, dass ich da nicht auf dem neuesten Stand bin. Ich bin froh, dass ich das alles so provisioniert habe. Ja. Kubernetes klingt für mich auf der einen Seite einfach
Overkill. So. Also, ist relativ komplex, also genau. Ja. Für meine Zwecke vor allem. Ne? Also ich habe Datenbanken, Webserver oder vielleicht 2 Webserver, eine Middleware da drauf und dann noch ganz viele kleine Dienste, die nur einen Zweck haben, so Node-Skripte oder Node-Systeme, die einfach nur dockerized wurden. Dafür würde ich jetzt kein Kubernetes-Cluster aufsetzen, oder? Genau. Also das würde ich auch nicht empfehlen. Es gibt bestimmt viele, die es machen, um auch da sich ranzutasten. Aber in der Regel hat man halt schon sehr viel Overhead, wo man dann natürlich erst in den Genuss kommt, wenn man jetzt vielleicht ein großes Entwicklerteam hat mit mehreren Teams, und dann kann ich mich da so langsam rantasten, ja. Also bei uns damals war das auch so, dass wir sogar erst mit Swarm gestartet sind und dann erst sukzessiv auch zu Kubernetes gewechselt sind. Damals war es noch nicht ganz so leicht, weil man noch viel mehr händisch machen musste. Und das hat auch echt lange gedauert damals in der Einführung. Heutzutage ist alles ein bisschen einfacher geworden. Es gibt ja schon auch seit 4, 5 Jahren auch so einfache Umgebungen, wo ich das auch laufen lassen kann. Es gibt auch verschiedene Toolings drumherum, ob es jetzt ein Rancher ist oder andere Automatisierungsoptionen. Ja, aber dennoch ist halt die Frage, warum ich das machen will, und die Anzahl an Fehlern erhöhe ich ja da erstmal auch. Also man sagt immer so, resiliente Software möchte ich bauen. Und da gibt es ja dann so verschiedene Arten, wie Software ausfallen kann. Und je mehr Painpoints ich halt habe, kann Netzwerk ausfallen, es können verschiedene Pods ausfallen und. Wird es natürlich auch immer schwieriger, wenn ich jetzt da die Komplexität erhöhe. Und am Ende geht es ja eigentlich, und da kommen wir jetzt so hin, den Mehrwert zu schaffen. Ja? Also ich arbeite bei einer Beratungsfirma und wir versuchen ja den Kunden jetzt nicht das Komplexeste immer zu verkaufen, weil wir wissen, da brauchen wir am längsten dafür und verdienen vielleicht am meisten Geld. Das wäre cool, aber an sich geht es ja eher darum, den Kunden voranzubringen. Und das heißt halt, dass er den Business Value möglichst schnell findet und stiften kann. Wir haben ja auch verschiedene disruptive Technologien gehabt, die ganze Märkte umgewälzt haben. Aber eigentlich geht es immer darum, möglichst schnell zu agieren. Und wenn wir uns halt angucken, wo dieser ganze Trend herkommt und dass es jetzt in der Cloud so stark ist, können wir vielleicht mal ganz, ganz viel zurückspringen, so in der vorindustriellen Zeit. Ja, also da gab es irgendwie noch Handwerk. Ja, und im Handwerk, da haben wir auch relativ lokale Märkte quasi gehabt. Ja, aber es war immer so, wenn ich jetzt so wirklich vor der Industrialisierung geguckt habe, da war immer die Idee, dass man eigentlich das macht, was den Kunden am weitesten bringt. Also da war quasi dieses Crafting und das möglichst tolle Herstellen, keine Ahnung, Schmuckstücke oder Kleidung, also immer sehr genau angepasst auf den Kunden. Ja, da gab es auch keine industrielle Fertigung. Das heißt, es wurde Maß genommen und es wurde dann halt ausgegeben. Und das ist ja schon so, dass unsere Gesellschaft ja immer auch wieder durch monetäre Werte oder beziehungsweise durch Geldfluss bestimmt wird. Und dann war damals halt es super wichtig, halt möglichst gute Handwerker zu werden. Ja, das heißt, wir hatten also Entwicklungspfade von Lehrlingen zu Meistern und konnten dann sehr begrenzte Märkte bedienen, weil halt das nicht jeder sich leisten konnte alles. Aber das Ziel war halt immer sehr genau da zu arbeiten, sehr gut zu arbeiten. Ja, und halt dann durch mein Können, mein Geschick Gewinn dann quasi machen. Ja, und durch jetzt Taylorismus oder jetzt halt die Industrialisierung, ja, habe ich ja dann angefangen, dass ich die Kosten halt reduzieren konnte. Ich konnte die Wertschöpfungskette halt so einzelne Schritte viel einfacher machen und es ging immer sehr stark um Automatisierung. Ja, also dass ich da schon anfange mit möglichst wenig Leuten, also die Kapazität zu reduzieren, möglichst viel zu produzieren. Und im Vergleich zu vorher, da war ja quasi die Kosten war ja nachrangig. Ja? Das heißt, ich habe relativ lang dran gearbeitet. Und jetzt ging es darum, möglichst die Kosteneffizienz halt zu steigern, um halt eine große Skalierung hinzubekommen. Ja? Und da gab es ja dann die ersten Automobile, Model T und so weiter, kennen wir ja alles. Und dadurch, dass ich natürlich ungesättigte Märkte habe, kann ich immer weiter produzieren, immer schneller und schneller. Und jetzt
irgendwann, ja, so wenn wir jetzt so in Globalisierungszeiten dann denken, dann merkt man halt, dass natürlich eine Sättigung eintritt. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal ein zweites Model D rausbringe, dann haben die Leute ja schon ein Fahrzeug und jetzt gibt es Verdrängungseffekte. Und das passiert halt auf allen möglichen Märkten, ja, dass es dann halt nicht mehr darum geht, eine Nachfrage zu decken, weil halt jemand nichts hat, ja, und dann sagt, ich brauche jetzt mein erstes Handy und. Und irgendwann geht es ja nur noch darum, jetzt gegen den Wettbewerb eigentlich halt zu agieren. Und das sind dann die sogenannten hochdynamischen Märkte. Und bei den hochdynamischen Märkten, da haben wir jetzt halt genau von der Wirtschaft halt immer Geschwindigkeit. Also geht es jetzt nicht nur darum, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt was qualitativ Besseres fertigen, dass der Konsument überhaupt wechseln möchte, sondern halt auch gleichzeitig müssen wir das halt schneller als der Wettbewerb entwickeln und immer mit hoher Geschwindigkeit halt in der Nasenspitze halt voraus sein, ja. Und das haben wir halt in der IT auch quasi ja gehabt. Am Anfang war das quasi egal, was man auch produziert oder wie man das herstellt, die Software. Und dann kam irgendwann so Craftsmanship-Bewegungen schon rein, dass man das mit einer Testabdeckung macht und genauer arbeitet. Und irgendwann ging es halt darum, wenn ich jetzt schaffe, irgendwie ein Geschäftsmodell digital halt herzustellen und ein bisschen schneller bin wie der Wettbewerb, dann kann ich den Markt erobern. Es war ja mal diese Software Eats the World. Habt ihr vielleicht auch kennt diesen Artikel, ja, und das sind wir jetzt halt auch. Und man sieht ja auch, dass, Uber Taxiunternehmen verdrängt hat oder jetzt auch in Corona, was ich sehr interessant fand. Wir hatten ja so Lieferando oder sowas, wo wir Essen bestellen konnten. Und plötzlich haben wir halt auch so Nischen, allein durch die Enablement von diesen ganzen Fahrradfahrern, die wir schon haben, konnten besetzt werden. Also Gorillas, wo ich zum Beispiel lokale Märkte, Lager aufbaue, unabhängig von den Supermärkten, um dann nochmal in Stadtzentren innerhalb von 10 Minuten quasi Einkäufe halt Finde ich auch sehr beeindruckend, als ich das gesehen habe. Und das ging ja, weiß ich nicht, also innerhalb von 2 Jahren haben die ja halb Deutschland so gefühlt erobert. Ja. Und alles, weil wir eigentlich so ähnlich mehr schon hatten und die Kuriere auch waren, das schon etabliert war. Und dann ging es halt nur noch darum, wer ist jetzt der Schnellste, wenn man das halt einmal bereitstellt. Und ich glaube jetzt, wenn man dann halt merkt, dass so ein Gorillas hier erfolgreich ist, dann kann halt sofort eine andere Firma draufspringen und versuchen, das halt nachzuziehen. Und diese ständige Änderung, das bedingt halt auch, dass ich in der Software das abbilden kann. Und ich hatte, also bei HP damals, da war das Release-Zyklus noch 1 Jahr oder sowas für die Data Center Monitoring Software. Und da gab es ja nur so Plugins, die halt dann natürlich öfter geupdatet werden. Ja, bei Windows kennen wir jetzt auch, dass die Release-Zyklen kürzer geworden sind. Und und dann nach und nach halt durch die Containerisierung, also in der ersten Firma, wo ich war, da war es auch noch so ein halbes Jahr, dann auf 3 Monate. Dann hatten wir die Pipeline mit 23 Stunden. Dann hatten wir umgebaut mit Microservice-Architektur. Und am Ende hatten wir halt so Ende-to-Ende-Verantwortlichkeit, End-to-End-Responsibility im Team und dann so 50 Releases halt pro Sprint. Und das halt innerhalb von 4 Jahren. Und das ist interessant, halt sowas hinzukriegen. Und dazu muss ich mich halt sehr stark damit mit Architektur auseinandersetzen. Wenn ich eine einfache Anwendung habe, die ich selber baue, kann ich natürlich jeden Tag releasen irgendwie. Aber wenn es dann so eine Plattform ist, wo ich dann 200 Entwickler dran hatte, was wir halt auch hatten, dann ist halt immer die Frage, wie kriege ich denn das überhaupt hin und auch diesen Shift von diesen Monolithen wieder zu so einer schnell anpassbaren Software. Ja, und das ist eigentlich eine große Challenge, die halt sehr viele Implikationen hat. Und das Schöne ist, dass ich das jetzt einmal in einer Produktfirma machen konnte und dann später halt auch über die Beratungsfirma bei Kunden halt helfen konnte, ähnliche Transformationen halt zu vollziehen. Und das ist also ich mag da fast gar nicht reingerätschen, weil es ist sehr, sehr spannend, auch die Reise, die du da gerade beschrieben hast, doch irgendwo. Also für mich und ich vermute mal, die Hörer, die auch schon ein bisschen länger in der IT sind, die werden das auch gemerkt haben. Für mich hört sich das halt auch sehr an, als würde sich
ja auch so, wie du es auch schon angedeutet hast, so dieses Mindset quasi so ein bisschen shiften, dass man da sich so ein bisschen verändert. Hast du ja auch eben was von diesem Craftsmanship, ich hoffe, ich erzähle das richtig, okay, erzählt. Und da würde mich einfach so interessieren, was denkst du, was so in den letzten Jahren sich am meisten ja eben in diesem Mindset verändert hat, um genau dahin zu kommen? Also ist das einfach so ein Qualitätsbewusstsein? Ist es vielleicht dieses agile Ding, sag ich jetzt mal, was dann da so hingeführt hat, im Gegensatz zu früher? Was ist so dein Gefühl dafür? Also in der Zeit, wo man noch so Silos hatte, da war man sehr beschränkt in seinem Arbeitsumfeld. Und durch die Agilität wurde ja auch als Scrum dann immer mehr quasi eingeführt wurde auch immer von den Endkunden auch gesprochen, ja. Und das heißt, man hat ja sehr viel mit User Stories dann gearbeitet. Und das impliziert ja irgendwie einen User. Und wenn ich halt früher so Schichtenarchitekturen hatte, dann hatte ich ja quasi gar keinen Kontakt zu dem User, weil dann gab es halt dieses Team, das hat ja das Frontend gebaut. Die konnten vielleicht am ehesten noch von echten User Stories sprechen und die anderen haben vielleicht nur APIs zur Verfügung gestellt und dann war halt ein REST-Call oder sowas. Der eigentliche Anwender, der das aufgerufen hat. Aber also eher ein Konsument als wirklich der physikalische User, der das dann mal bedienen wird, ne? Also man hat sich einen Konsument definiert in so einer Konsumenten-Story heißt, kann man das so nennen dann? Consumer-Story. Naja. Und ich habe halt das Gefühl, zumindest wenn man studiert und da noch jünger ist, dann hat man schon irgendwie immer die Vorstellung, dass man halt auch irgendwie was zum Anfassen bauen möchte. Irgendwie was, wo man rausgeben will und sagen kann, guck mal, das habe ich gemacht. Und bei meinen ersten Jobs war das halt immer nur so bedingt möglich. Also wenn ich mal im Frontend was machen durfte, dann war es cool. Aber ansonsten ist man halt da relativ weit versumpft, ja. Und jetzt hast du halt diese User-Stories und du willst jetzt eigentlich auch immer mehr vielleicht dem Kunden was zeigen. Du nennst im Studium was über Usability Labs. Und da ist dann natürlich durch die Option, dass wir jetzt halt eine Containerisierung machen können und Sachen auch schneller releasen können, halt der Weg entstanden, wie ich jetzt nicht nur Microservices bauen kann, sondern halt auch Self-Contained Systems, wo ich halt die Vertikale halt komplett durchschneide und dann halt quasi vom Frontend über Backend bis Datenbank halt alles in der Hand habe. Ja. Geht es natürlich noch ein bisschen um Bereitschaft, ob die Teams dann Rufbereitschaft haben, aber ich glaube, das ist dann schon was Interessantes. Also der Haupttreiber wird sicher halt die Wirtschaftlichkeit sein, aber ich glaube, fürs Mindset ist es halt vielleicht auch das, dass man halt gerne Technologien lernt und sich da auch nicht mehr so stark vielleicht scheut vor Sprachen, die man davor nicht so gerne vielleicht oder nicht so auf dem Schirm hatte. Für mich war das damals so, dass ich am Anfang so mit V-Center-Zeug gearbeitet habe und dann mit Puppet und da war es interessant, diese Provisioning-Tools dann zu erschließen und irgendwann kam man dann mehr und mehr in den Frontend-Bereich rein und hat dann aber auch festgestellt, dass halt dieses, was man früher, gab es noch Laufzeitumgebung mit Adobe Flex oder Silverlight, die waren zwar auch interessant, aber die haben immer Ewigkeiten gebraucht zum Hochfahren. Und je schneller man das halt ausführen kann, desto schneller sehe ich ein Ergebnis. Und und dann, als wir angefangen hatten, React zu entwickeln, war das insofern für mich interessant, weil halt auch im JavaScript halt die Komplexität da ein bisschen zugenommen hat. Also es hatte jetzt nicht so diesen Touch, dass man halt sagt, ja, das ist halt Frontend, das ist da kann ich mich nicht richtig austoben oder sowas vielleicht, ja, was man einfach so dachte, sondern nee, die Komplexität ist halt auch gestiegen und auch wie man das aufbaut, das hat sich halt auch immer stärker systematisiert. Also mittlerweile haben wir auch Micro-Frontends, das heißt Microservices im Frontend und man hat da halt auch eine sehr starke Modellisierung. Man legt sehr viel Wert darauf, dass man versucht, Richtung Test-Driven Development auch schon zu gehen. Also, dass man da auch erst einen Test schreibt, dann eine Implementierung. Man hat ein eigenes Lifecycle-Management.
Das ist schon echt wirklich komplex geworden mit großen JavaScript-Projekten und man redet ja auch nicht umsonst, das klang jetzt für mich die ganze Zeit auch so ein bisschen nach Full-Stack-Developern. Also es sind, die fangen vielleicht im Frontend an, das zu lernen und bekommen dann die Möglichkeit mit Node.js vielleicht noch so Pipeline-Tools zu schreiben, was sie auch mit JavaScript halt machen können. Dann haben die Packager wie Webpack oder Packer, glaube ich, gibt es auch noch, die dann verwendet werden, um das dann zu Artefakten zu bauen oder vielleicht auch irgendwie kleiner zu minimisen. So. Und dann minifine, so, das war das Wort. Und das dann auszuliefern und dahin. Und dann geht es dann irgendwann immer weiter, dass man sagt, okay, wir benutzen jetzt keine rationalen Datenbanken mehr, relationalen Datenbanken, sondern wir haben NoSQL-Geschichten, wir haben die Schnittstellen, das wird alles nur noch per REST befüllt und gar nicht mehr so großartig mit Select-Queries gearbeitet oder Insatz da gebaut, sondern das wird halt alles per REST gemacht und dann plötzlich kann der JavaScript-Entwickler, der im Frontend anfängt, bis hinten alles bedienen. Ja. Zumindest in unterschiedlichen Gewichtungen. Das ist eine interessante Bewegung, genau. Also du kannst mittlerweile auch Backends mit JavaScript schreiben. Genau. Früher war es ja eher so, dass man versucht hat mit Backend-Technologien, was weiß ich, mit Java, dann JSF oder Struts oder also Swing schön, dass sowas, das Frontend da zu bauen, ja. Schön, dass mal jemand sagt, das wurde früher so gemacht. Darauf können wir uns jetzt in einem zukünftigen Podcast berufen. Ja, oder Wicked war damals auch sehr gerne. Das habe ich auch schon häufiger mal gehört. Aber dass wir uns da jetzt darauf berufen können, dass schon mal jemand gesagt hat, dass das früher so war. Ja, genau. Und dass man es heute nicht mehr so macht. Wunderbar. Ja, genau. Und jetzt ist halt noch vielleicht so ganz interessant, wenn ich jetzt das überlege, also jetzt haben wir über Technologien da gesprochen, aber wie man das überhaupt angehen kann. Also die Schwierigkeit ist ja, wenn ich jetzt was aufbaue, wie bei uns zum Beispiel auch damals das der Fall war, so eine Software mit, gab zwar einen Entwickler und über 10 Jahre Entwickler und dann wird die vielleicht, ich glaube, also wir hatten einmal es gab verteilte Deployments schon so, vielleicht so über 5 Systeme oder sowas distributed, aber wie komme ich jetzt dahin, dass ich das noch viel feiner schneide und komplett alles, also diese Schichtenarchitektur ablöse, ja. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Migrationspfade, also man kann natürlich Greenfield immer alles nebenhin stellen oder halt Brownfield-Migrationsprojekte halt anschieben, wo ich dann versuche nach und nach Schnittstellen reinzuziehen. Und wenn ich jetzt mir ganz weit weg erstmal wieder hinstelle und weit weg gehe von der Technologie und mich zurücknehme, dann bin ich ja wieder bei dem, was man vielleicht auch im Studium mal gelernt hat. Ich habe Wirtschaftsinformatik gemacht, geht es ja um Prozesse und Modellierung. Und da haben wir ganz viele Tools auch entwickelt, auch in der Software. Also wir haben OML gemacht, wir haben Use-Case-Diagramme gemacht, also in dem Bereich. Für Datenbanken gibt es ER-Modelle. Genau, ER-Modelle und alles Mögliche. Und also bei HP gab es noch damals eine Person, so dieser Elfenbeintthron-Architekt, der hat dann immer diese UML-Diagramme gebaut. Wenn du es dann ausgedruckt hast, dann ist es so 2 Wände voll. Ja. Und das hat auch keiner geblickt, weil halt da einfach, selbst wenn du mit Reverse Engineering da irgendwelche Graphen da eingezeichnet hast, da war halt alles mit allem irgendwie verbunden und es war sehr schwierig. Also ich hatte damals relativ lange gebraucht, mich einzuarbeiten in die Gesamtarchitektur. Damals beim Data Center Monitoring werden auch so Events quasi, also mit über 27 Attributen halt angeschaut und um da überhaupt was zu analysieren, was da jetzt in dem Data Center da passiert. Ja. Und also der Impact war immer von der Architektur immer sehr, sehr hoch auf die Business-Logik. Also das war irgendwie so wie 2 verschiedene Welten, die sich so eigentlich miteinander beißen, ja, und so vielleicht konkurrieren. Und irgendwie hat man versucht, das dann noch übereinander zu legen, ja. Und man kennt es so ein bisschen von Conway's Law. Das heißt, wenn ich jetzt halt irgendwie merke, dass die Architektur schon nicht so toll ist, dann kracht es zwischen Abteilungen und dann ist halt auch die Teamschnitt und vielleicht alles nicht so optimal, sag ich jetzt mal. Möchte man vermeiden, ja. Genau. Und man hat dann irgendwann halt überlegt, das Pferd kann man auch von hinten aufzäunen. Das heißt, wir überlegen uns jetzt die Architektur nicht irgendwie später, sondern wir überlegen uns die halt zuerst. Weise Entscheidung, ja. Genau.
wie wollen wir das zuerst schneiden und danach bauen wir dann halt das ganze Konstrukt. Also und das ganze Konstrukt, das heißt halt auch die Organisationswelt. Ja. Und da kommen wir dann halt weg von diesem organischen Entstehen der Organisation, sondern geht halt her und macht so ein Upfront-Design. Und eine Option ist da herzugehen, auch wenn ich jetzt eine Bestandssoftware habe, mit einer leichtgewichtigen Modellierung. Das heißt, ich fange jetzt nicht an, große Modelle zu machen, keine BPMN-Notation, wo sich dann irgendwelche Business-Analysten wieder wochenlang einschließen, sondern ich gehe her, das hatte Alberto Brantolini mal postuliert, auch aus vielen Beratungsprojekten, und modelliere einfach mal mit Post-its an einer weißen Wand. Und das Ganze hat er dann Event Storming genannt. Und da war eigentlich nur die Idee, so Silos zwischen den Teams überhaupt mal aufzubrechen. Ja. Und da habe ich relativ viele Workshops auch selber bei Kunden hosten dürfen und halt auch in der Produktfirma damals schon das mit eingebracht. Und der Vorteil da ist, dass du halt sofort anfängst, die Product Owner mit einzubeziehen, Architekten einzubeziehen und Entwickler aus den einzelnen Teams holst du die rein und malst halt mal deinen Gesamtprozess erstmal an die Wand. So kreativ wie möglich, um da mal solche Sachen, nicht in einem riesen UML-Diagramm, wie du gerade erwähnt hast. Genau, also der Workshop hat im Idealfall einen Umfang von maximal 2 Tagen. Genau, und du lädst die alle ein, die ganzen Stakeholder, und gibst denen erstmal die Aufgabe, so zu überlegen, was ist denn, wenn ich jetzt mir so einen Prozess angucke, was ist passiert an Punkten. Zum Beispiel E-Commerce-Systeme, ja, da habe ich relativ viel mitgemacht. Da kann man dann sagen, zum Beispiel ein Produkt wurde in den Warenkorb gelegt, ja, oder eine Produktkategorie wurde ausgewählt, oder die Payment-Methode XYZ wurde gesetzt, das Produkt wurde verschifft. Also alles solche Sachen, so mit Past-Tense, die bezeichnet man als Event, und alles, was so halt passieren kann, das modelliert man halt mit diesen Post-its. Und das Schöne ist halt, das darf ruhig erstmal durcheinander gehen. Das heißt, als Facilitator, also die Person, die das Ganze moderiert, gebe ich halt erstmal so jedem irgendwie so 20, 30 oft, also Farbe ist beliebig, aber es hat sich so eine Notation ein bisschen rausentwickelt, zum Beispiel orangene Post-its in die Hand. Und dann schreiben die einfach mal wild drauf los, was fällt denn dir gerade ein. Und dann denkt man ja, das ist ja total verrückt, weil wie soll das am Ende wieder alles zusammenpassen? Und da geht man dann als Facilitator gerne her und überlegt sich erstmal, okay, diese Person hier hat jetzt, also 15 Minuten haben alle Zeit zum Schreiben, hat jetzt vielleicht am wenigsten Post-its produziert. Die lasse ich doch erstmal vorstellen, was es ist, und dann versucht man es in wie so einen Zeitstrahl halt einzuordnen. Ist es mir am Anfang vom Prozess oder am Ende? Und dann werden die Post-its nach und nach dahin gehängt, und du kriegst dann halt auch so Pivotal oder Anchor-Post-its so zwischen rein, wo du weißt, das sind vielleicht so Abschnitte, ja. Und die anderen können dann vielleicht noch die zweite Person vor dem Plenum, vor der ganzen Gruppe, das auch wieder dazu hängen. Und wenn du dann so ein bisschen eine Orientierung hast und sagst nur so, jetzt bitte mal alle nach vorne und hinhängen. Und das Gute ist, die müssen jetzt halt diskutieren, ja. Also miteinander, weil du ja gar nicht weißt, ob die Person es jetzt meint, was sie da geschrieben hat und was anderes. Und nach kriegst du dann halt so, dass jeder mal mit jedem gesprochen hat, hin. Das ist sehr gut für die Durchmischung. Im Vergleich zu halt klassischen Meetings, wo dann einer es präsentiert, irgendein UML-Diagramm, oder es halt abgelegt ist in dem Wiki und zeitlange Dokumentation, bist du halt sofort in diesem interaktiven Modus. Weil ich kenne es noch von HP, da gab es dann halt im Sprint, hatte der halt auch Aufgaben, da haben wir schon Sprints gehabt, und dann wurde es am Ende vom Sprint mal vorgestellt, und dann, wenn du zufällig halt eine User-Story in dem neuen Bereich hattest, hast du dich da ein bisschen reingedacht, aber der Rest halt gar nicht. Und da warst du halt relativ losgelöst, ja. Und das Gesamtkonzept hat dann immer nur 1 oder 2 Menschen verstanden. Und so kriegst du halt sofort hin, dass es halt jeder dass alle direkt irgendwie drin sind, verstehen, das versuchen, ja. Ja, cooler Ansatz. Genau. Also dachte ich mir auch schon, wo du erzählt hattest, du hast ja schon eingeleitet mit dem Architekten, der da sein riesiges UML-Diagramm macht und dann vorstellt und einfach an die Wand pappt und keiner das nachvollziehen kann. Das ist ein sehr kreativer Weg, da zusammenzufinden. Man wird verwundert sein, wenn man den Podcast sich anhört. Man wird verwundert sein, dass es wieder mal ein Podcast ist, wo Caro und ich wirklich den größten Teil der Zeit uns zurückhalten, um einfach nur gespannt zuhören. Ich glaube, unseren Hörern wird es einfach auch nicht anders ergangen sein. Da ist man einfach, man ist dabei, man hört sehr, sehr viel und kriegt viel mit. Wir haben dennoch noch unsere bewährten Kategorien vorbereitet für alle Gesprächspartner, die wir auf der Cloudland hier begrüßen dürfen.
Caro, magst du beginnen? Ja, gerne. Also wie immer unsere erste Kategorie, rein hypothetisch. Und dort fangen wir mit der Frage an, wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, welcher wäre das? Also ich persönlich finde es cool, dass wir so viele verschiedene Dienste haben, wo Messages natürlich verteilt werden. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen heavy und also für mich wäre es spannender, weniger Messaging-Dienste zu haben und da vielleicht eine Standardisierung hinzubekommen. Für welchen, ja, du hast gesagt Standardisierung, aber von welchem Messenger würdest du dich als erstes trennen wollen? Kahlschlag mit WhatsApp? Oder würdest du erstmal Telegram zur Seite schieben und danach Signal und dann der Größe nach? Das ist eine gute Frage, weil das Problem oder die Herausforderung jetzt natürlich ist, man hat jetzt auf allen irgendwelche Kontakte und vielleicht wäre es cool, einen Unified Messaging Service im Smartphone zu integrieren, in den alle anderen eindocken können. Ja, also wieder dieser Multi-Messenger-Client im Prinzip, weil ich ja gar nicht weiß, also wo man jetzt welchen wegnimmt. Ja, also das ist auch wieder, wenn man jetzt viel auch unterwegs ist, ja, hängt es auch sehr in den Kulturen. Ja, also habe ich immer den Eindruck. Definitiv. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ob das deswegen mit dieser Standardisierung von den Protokollen, es gibt tatsächlich sowas bei diesen Messengern und das ist meistens eigentlich mit diesem SMS-Standard gelöst. Die Steuerzeichen und so weiter, die rübergeschickt werden, die können von allen Geräten verstanden werden. Nur haben sich da die einzelnen Hersteller, und da muss ich jetzt auch mal Richtung diesem Gemüsehändler gucken, auf Apple-Geräten ist es so, dass dieses Tapback-Feature, wo man einzelne Nachrichten mit Herzen und HH versehen kann, dass diese Steuerzeichen dafür gesorgt haben, dass wenn man dann eine Nachricht zurückgeschrieben hat, also per SMS geschrieben hat, so ein Steuerzeichen reingemacht hat, dass man dann SMSs bekommen hat, die einen Text, der und der hat diese Nachricht mit einem HH versehen, ausformuliert bekommen hat und die Nachricht, die ursprünglich da stand, auch noch in die Quotes da rein. Das heißt, es ist in einer riesengroßen Flut an Nachrichten gemündet irgendwo, obwohl sich halt die andere Seite an die Standards halten wollte und gesagt hat, haltet euch bitte, ich muss es wahrscheinlich jetzt sagen, dann piepen, dann nochmal neu aufnehmen, wie dieser Standard heißt, aber es gibt ein Protokoll, der das vereinheitlichen soll und da hat Apple wohl auch mittlerweile angekündigt, dass die jetzt zu diesem Standard hingehen sollen und mit iOS 16 schon erste Schritte dazu gemacht hat. Können wir mal hoffen tatsächlich, dass es dann irgendwann mit allem in diese Richtung geht. Also wir werden nicht Apple überreden können, ihr iMessage über einen zentralen Server zu schicken und WhatsApp geht auch darüber und jeder kann das Tool benutzen, was er möchte und es gibt nur einen Messenger. Aber du würdest einen Kahlschlag machen und würdest hoffen, dass genau das passiert, dass es eine zentrale Messaging-Geschichte gibt. Ja, also ich weiß nicht, ob das je kommt, aber das wäre interessant, ja. Also ich merke es halt auch selber schon, nein, in Slack, da bin ich in 10 Workspaces irgendwie unterwegs. Und ja, ich finde es cool, dass das von E-Mail weggegangen ist, dass wir das weniger nutzen. Das war früher extrem, ja, aber ja, mal gucken. Man müsste eine Mischung finden aus der Verschlüsselung von Threema, der UI von iMessage und vielleicht der Verbreitung von WhatsApp. Können wir uns darauf einigen, wollen wir da mal was angehen? Das klingt super. Wenn es mal so einfach wäre, ja. Ja, das finde ich ja. Ja, wunderbar. Zweiter Teil. Also wir haben uns diese zwei Fragen aus dem rein hypothetischen Feld rausgesucht. Passt vielleicht ein bisschen was dazu, aber was schätzt du, wie deine tagtägliche Arbeit in 10 Jahren aussehen wird? Jetzt mal mit einem Unified Messenger vielleicht. Ja, das wird interessant. Also ich hatte jetzt verschiedene Tätigkeiten in der Vergangenheit von Entwickler über Standortleitung, über sowas wie, nennt sich dann Technical Lead for Cloud Technologies, wo man so Architekturworkshops gemacht hat. Und es kann interessant werden. Also ich hoffe zumindest, wenn wir im IT-Bereich bleiben, dass wir mehr und mehr jetzt auch bei den Cloud-Diensten natürlich Services schon vorfinden, wo man dann halt mehr vielleicht die Sachen zusammenschiebt in der Cloud und gar nicht mehr so viel lokal hat. Also dass die IDE und so weiter auch in der Cloud da schon integriert ist. Da gibt es auch schon verschiedene Trends und ich bin nicht so, also Model-Driven Architecture haben wir gewusst, das hat leider nicht so gut geklappt in der Vergangenheit. Ja. Bei Low-Code ist halt so ein neuer Trend, ob das da ein bisschen besser wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir da eher Bausteine halt haben, die wir in der Cloud verbinden können. Ja, so ähnlich wie es man schon bei AWS Solution Architekten halt merkt, wo dann sehr viel mit Lambdas immer als Glue dazwischen benutzt wird. Ja, und
Würdest du die GitHub-Infrastruktur, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber würde diese GitHub-Struktur, die man jetzt hat, auch dazu zählen? Das heißt, du hast Visual Studio Code, also dass du in einem Repository, ich bin mir gerade nicht sicher, glaube ich, K oder Punkt drücken kannst. Man landet in einer eigentlich kompletten Visual Studio Code-Umgebung im Browser. Du guckst mich gerade so überrascht an, Caro. Hast du noch nie in einem GitHub-Repository Habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Ja, da öffnet sich tatsächlich im Browser ein komplettes Visual Studio Code. Du kannst da drin die Files editieren, speichern, deine Plugins verwenden, wenn du möchtest, und kannst es dann zurück ins Repository speichern. Es wird automatisch als Commit gemacht. Und wenn man dann noch als Workflow im Hintergrund automatisierte Prozesse hat, die das dann hochfahren, hat nichts, was ich da programmiere, irgendwo das Repository verlassen oder ja nur mal auf meine Maschine gezogen werden. Ist das so das, wo du dir das vorstellst, dass das noch in größerem Stil passiert, oder? Ja, also so in so eine Richtung, ja, kann das schon gehen. Ja, also dass das dann alles mehr im Browser passiert, man vielleicht gar nicht mehr so viel lokal hat, dass man die Dateien da verwaltet, und vielleicht kann man es auch auf dem Handy machen, vielleicht kann ich auch irgendwie, wenn ich das schon skizziere, vielleicht in sowas wie in einem digitalen Whiteboard wie Miro, wo ich mir dann einfach nur die Dienste mal skizziere und da Verbindungen hinstelle, dass dann daraus abgeleitet vielleicht schon die einzelnen Komponenten hochgefahren werden und zusammengestöpselt. Weil eigentlich will ich halt die Konfiguration von IP-Adressen, das alles dynamische, will ich alles gar nicht mehr machen. Und ich so vielleicht bei einem Kunden viel schneller so einen Prototypen auch schon zeigen kann. Also wenn dann irgendjemand eine Vorstellung von einer App hat, dass die, es gibt ja auch Google Design Sprints, aber selbst da ist ja immer die Logik nicht so stark hinterlegt in den Mockups, dass ich dann da vielleicht schon mehr habe und dann auch, wenn ich das verfeinere, nicht komplett nochmal neu nebenher anfange, sondern in diesem Bereich weiterarbeite. Das klingt nach einer sehr interessanten Idee, die du gerade so skizziert hast. Dieses Aufmalen von Infrastruktur, so einen Netzwerkplan leicht skizzieren, und dann kann man mit OCR wahrscheinlich irgendwie das erkennen, was man da gebaut hat, und daraus wird dann vielleicht ein Terraform-Skript. Wir haben das gelernt. Ja. Wir haben gelernt, was Terraform ist, und dann kann man da Terraform-Skripte daraus generieren und die dann in eine richtige Infrastruktur umbauen. Das wäre ja das Pendant von Low-Code. Nur Low Infrastructure. Ist das jetzt ein Buzzword? Können wir das jetzt hier erfinden? Das wäre interessant, ja. Genau, dass man einfach sagt, man muss noch nicht mal wirklich selbst beim Infrastrukturteil viel programmieren oder was heißt programmieren, konfigurieren und so weiter, sondern dass man diese Schritte alle auch wegnimmt. Ja. Das ist eine sehr schöne Vision, muss ich sagen. Ja, momentan gehen wir ja weg von diesen ganzen YAML-Dateien mehr zu so Programmiersprachen, dass man es dann halt wie Pulumi oder so dann schon mehr in den Code integriert. Ja, wird dann ein bisschen komplexer, aber ja. Wer schon mal eine Docker Compose-File geschrieben hat mit dem YAML und falsch eingerückt hat oder einen anderen Editor benutzt hat und plötzlich funktioniert das ganze File nicht mehr, weil da einmal getappt und einmal gespaced wurde, dann funktioniert plötzlich gar nichts mehr. Der wird das wahrscheinlich begrüßen, dass man in die Richtung geht. Wunderbare Beantwortung von unseren Hypothesen, genau. Hypothetischen Fragen. Dankeschön, Caro. Gerne. Magst du vielleicht mit den privaten Fragen weitermachen? Ja, gerne. Bevor ich mich nochmal verhaspel. Nämlich ganz privat. Würdest du, ich sehe ja auch schon dein iPhone neben dir liegen, würdest du uns, ohne rot zu werden, deine Bildschirmzeit auf dem iPhone zeigen? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Das ist, sehe ich gerade keine Schwierigkeiten. Ja. In der Vergangenheit war das schon ein bisschen spannender, wo man dann ein bisschen mehr unterwegs war. Da war das dann schon, ja, da wäre wahrscheinlich etwas rot geworden. Weil ich das als schöne Zeit auch immer in Erinnerung habe. Also vor Covid, da war es sehr viel auch Konferenzbetrieb, wie es jetzt auch wieder anläuft. Und ich hatte da eine Zeit, wo ich sehr viel auf Konferenzen auch unterwegs war. Und dann bist du eigentlich ständig am Laptop und Handy und das Team von Remote steuern plus halt gleichzeitig irgendwie dann mit den Leuten, die man dann trifft, davor schon wieder in Kontakt zu sein und. Das hat zu ganz interessanten Phänomenen geführt, wie zum Beispiel Kundenmeeting direkt unterm Eiffelturm mit aufgeklapptem Laptop und einem Handy als Hotspot. Die Bildschirmzeit, die möchte ich dann auch gerne mal haben bei der nächsten Gelegenheit. Genau, aber das ist schon natürlich cool, dass man überhaupt die Option haben jetzt, dass die Verbindungen überall so gut sind, dass wir da absolut mobil unterwegs sein können. Und dass natürlich auch durch Covid die
Bereitschaft der Kunden, Remote-Arbeit auch mehr zu akzeptieren, ja auch da ist. Ne? Also ich glaube nicht, dass das wieder zurückgeht, wenn sich das alles ein bisschen verändert wieder. Ich glaube, es wird immer mehr Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern gezeigt, dass auch das möglich wird, dass man woanders unter dem Eiffelturm vielleicht einfach in Paris sitzt und dann da einfach mal ein Meeting macht, auch wenn die Leute gucken. Ich glaube, das ist ein sehr positiver Effekt. Ja, und sogar nicht nur Vertrauen, sondern ja auch die Infrastruktur jetzt endlich steht, weil also ich habe einige Kunden gehabt, wo nicht mal die Infrastruktur bestanden hat, damit man überhaupt remote arbeiten kann. Die musste jetzt halt aufgebaut werden und bleibt dann natürlich auch da. Häufig waren es die teuren VPN-Accounts und VPN-Slots-Lizenzen, die dann das verhindert haben, aber das haben wir zum Glück hinter uns. Ja, jetzt haben wir das gerade von der Bildschirmzeit mal übertragen. Darauf gehen wir jetzt in die Kategorie mit dem Konsum. Eine kleine Anekdote, die haben wir bisher im Podcast noch nicht gemacht. Also wer der Caro mal aufs Handy geguckt hat, der sieht, dass Caro ihr iPhone 11 mit allem drum und dran auf schwarz-weiß gestellt hat. Obwohl das so einen tollen, scharfen Bildschirm hat, mit so vibrant Colors, würde Apple es nennen, auf schwarz-weiß gestellt hat. Caro, möchtest du uns sagen, warum du das gemacht hast? Ja, also manche Leute behaupten, es sei Gewöhnung, aber ich fand die Idee eigentlich ganz gut. Also ich habe mich mal mit Minimalismus im technischen Sinne quasi beschäftigt und dann auch, was macht man mit den Smartphones, weil manchmal gelangt man einfach in so eine Spirale, dass man auf YouTube ein Video nach dem anderen guckt oder setze Social Media Plattform X einfach hier ein. Und in dem Zuge habe ich mich dann eben damit beschäftigt und habe gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, das auf dem iPhone so umzustellen. Das ist so eine Barrierefreiheit-Einstellung irgendwie. Und wenn man dann 3-mal auf den Power-Knopf drückt, dann switcht das quasi zwischen Farbe und Schwarz-Weiß. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es auf mich einen etwas beruhigenden Eindruck hat. Und mittlerweile ist halt, wie gesagt, manche sagen natürlich, das sei Gewöhnung, aber etwas überfordernd sogar, diese ganzen starken Farben zu sehen auf meinem Smartphone. Bin dann auch mal ganz überrascht, wie das alles farbig ausschaut von den Logos her, wenn ich mal neue Apps installiere. Ich habe das jetzt 2-mal bisher in meinem beruflichen Umfeld gesehen, dass das jemand gemacht hat. Und der andere Gesprächspartner, der hat dann einfach diese Reize, die dabei entstehen. Also dieses Instagram-Logo, man macht das auch, man hat viele farbliche Reize, die einen dann beeindrucken und die einen dann immer wieder dahin führen, da reinzugucken. Das kann jetzt nicht nur für Instagram gelten, aber das kann für Twitter gelten, das kann für alle Social-Media-Netzwerke gelten. Dass man die halt reduzieren kann und sich wirklich darauf fokussiert, was man jetzt gerade mit dem Handy machen möchte. Da kommen wir jetzt auf die Frage nochmal zurück mit dem Konsum. Kennst du das mit dieser wachsenden, also wie nimmst du diese wachsende Informationsflut wahr? Wie gehst du damit um? Wie machst du das? Ist das für dich überhaupt kein Problem, das alles auf dich einprasseln zu lassen? Oder schränkst du dich da sehr stark ein? Also am Anfang fand ich es voll cool, dass es so Push-Notifications gibt. Ich hatte auch sofort ein iPhone und auch immer bei Smartphones, früh als die Touchscreen-Dinger rauskamen, hatte ich die schon früh mit Stift, als es alles noch gar nicht gab. Diese ganze Palm-Geschichte und genau, das war davor noch mit Windows Mobile. PDAs, ja, tatsächlich. Genau. Und, oh Gott. Ja, und das war echt cool und dann kriegt man da sehr viele Nachrichten und auch auf dem iPad die ganzen Push-Notifications und mit der Zeit fand ich das cool, dass das immer da ist und je mehr ich jetzt im Business-Kontext, also quasi in die Berufswelt eingestiegen bin, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es sinnvoll sein kann, halt die nur noch ab und zu abzurufen. Und ich bin sogar so weit gegangen, da habe ich dann einfach mal getestet, dass ich halt gucke, welche Apps benutze ich halt viel. Da gucke ich dann händisch rein und habe die in Covid-Zeiten dann mal komplett deaktiviert. Und bei E-Mails habe ich mal auch 2 Kalendereinträge, wo ich halt E-Mails reinschaue und versuche die dann da abzuarbeiten, sodass ich halt nicht so stark aus dem Fluss rausgeworfen werde. Wobei ich sagen muss, bei manchen Diensten ist mir noch nicht so gut gelungen, also sowas wie Slack oder so. Gerade wenn man jetzt in mehreren Projekten auch involviert ist und viel Koordinationsarbeit tun hat, dann ist das manchmal schon kritisch und da muss man dann schneller reagieren. Wobei ich da sagen muss, da bin ich dann halt auch am Rechner, da bin ich im Arbeitsfluss und da Kommunikation ein großer Teil meiner Arbeit auch ist, fand ich das dann auch immer eigentlich fand ich das nicht dramatisch. Ja. Aber fürs Handy habe ich momentan ganz viele Messenger-Dienste deaktiviert. Also, dass sie gar nicht erst Push-Nachrichten schicken dürfen. Genau, dass die gar nicht pushen dürfen. Genau,
Sagt dir das Tool, Entschuldigung, jetzt muss ich mal wieder das Wort ergreifen. sagt dir das Feature diese Nachrichtenübersichten im iPhone was? Ja. Damit kann man es ja auch nicht nur deaktivieren, sondern man kann sagen, man hätte gerne tatsächlich an 2, 3, 4, 5 Situationen am Tag nur diese Nachrichten zusammengefasst. War das auch eine Option für dich oder hast du gesagt, nee, wenn ich da nicht händisch reingehen muss in die App, dann interessieren die mich nicht? Also ich habe das zum Beispiel bei mir um 1 Uhr, um 3 Uhr und um 5 Uhr, ist ja dass gewisse Anwendungen gebündelt werden und dann kann ich da reingucken. Also, klingt spannend. Also das Feature kannte ich noch nicht, weil ich tatsächlich halt den Workflow davor schon so etabliert habe. Ich denke, das ist später bei iOS reingekommen, kann natürlich eine gute Alternative sein. Ich habe es jetzt wieder entdeckt. Ich habe jetzt gerade die iOS 16 Beta auf meinem Handy, aber es ist schon, glaube ich, seit iOS 14 draußen. Also ich habe es erst später wieder entdeckt und dann wird das alles gebündelt und man bekommt nichts davon mit, bis diese Uhrzeit kommt und dann ploppt da, für die Zuhörer, ich zeige es jetzt mal, ploppt da eine große Blase auf und innerhalb dieser Blase sind die Benachrichtigungen drin und ein Zeichen davon, dass da jetzt 15 Stück drin sind. Und dann werden die gruppiert da drin, weil mich die privaten E-Mails halt echt nur dann ein paar Mal am Tag interessieren. Und da kann ich auch sagen, Slack darf bitte immer durch oder zu der Uhrzeit immer durch. Ich glaube, wenn man sich mit dem Prozess beschäftigt, zum einen vielleicht mal die Reize ein bisschen runterfahren, indem man die Farbe aus dem Handy nimmt und dass man die Mitteilung vielleicht reduziert ausschaltet, wie Benjamin das macht, oder wie ich die Mitteilung zu gruppieren, da kann man, glaube ich, eine hohe Qualität nochmal mehr gewinnen für seinen Alltag, ein bisschen Stress rausnehmen. Ja, dann gibt es zum Abschluss noch einmal die Frage, die wir jetzt mittlerweile während der Cloudland ein bisschen angepasst haben. Und zwar fragen wir jetzt nicht mehr, was du von dieser Konferenz mitnimmst, sondern es klingt wirklich viel cooler. Was nimmst du von diesem Festival für dich persönlich mit? Ja, also für mich war jetzt echt das Interessante, weil du sagst jetzt gerade auch Festival. Also ich bin schon relativ lange auch mit Konferenzen unterwegs, habe auch eine Microservices-Konferenz in Berlin mehrere Jahre organisiert und hier die Java-Land. Und jetzt hier bei der Cloudland, da sind wir sehr stark halt in diesem interaktiven Teil. Wir haben jetzt User Groups eingeladen, die verschiedene Stationen auch aufmachen und haben viel mehr Workshop-Anteile. Wir haben eine Geek Night gehabt, eine Nacht, wo wir auch Spiele machen. Heute Abend ist die Summer Night. Und für mich ist das halt schon aufgrund der Größe so, dass ich jetzt fast mit jedem mal sprechen kann und auch gucken kann, wo ist der einzelne Stand von den Personen, was bewegt die jetzt gerade ganz aktuell. Und das habe ich bei einer größeren Konferenz, wo ich mehr Frontalvorträge habe, eher weniger, muss ich sagen. Also da gehe ich mehr hin, um vielleicht das Wissen mir direkt abzuholen, so Punkt. Und dann gehe ich wieder Mittagessen, dann wieder Wissensbedankung, abends Party machen. Und hier ist es mehr so ein interaktiver Austausch und ein bisschen mehr als halt nur das beim Open Spaces, wo ich dann doch sehr stark wechsle, sondern hier, wo ich dann eher auch in den Stationen auch länger auch unterwegs bin, weil die vorbereiteter sind. Also bei dem klassischen Unkonferenz, da gibt es zwar auch immer das Ausreiter, die so einen Sachen vorbereitet haben, aber halt eher sehr reduziert. Ja, sehr schönes Schlusswort. Wir haben für uns auch festgestellt auf der Cloudland, dass es definitiv nicht eine Konferenz ist. Wir haben es so formuliert. Wir haben den Unterschied auch schon spüren können, wie hier die Community tickt, wie der Ablauf der Konferenz einfach ein anderer ist. Nehmen wir definitiv auch für unsere Veranstaltung mit, wo wir mitwirken. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Benjamin, sehr gerne doch. Danke. Für deine vielen Informationen, die du uns hier gegeben hast, bei denen wir noch nicht mal nachhaken mussten. Ja. Wir werden noch Material, was vielleicht eine Hilfestellung für die für die Hörer geben kann, in die Shownotes packen. Vielleicht bist du da so nett und lässt uns da nochmal was zukommen. Ich gehe davon aus, dass du ein GitHub-Repository hast, wo man ganz viel nachlesen kann, dass du mit Sicherheit auch im Netz zu finden bist. Genau, also man findet mich auf Twitter unter dem Handle DataTuke. Genau, und wenn man meinen Namen so bei YouTube eingibt, dann findet man bestimmt auch so 10, 15 aufgezeichnete Talks. War auf über einer Konferenz unterwegs mal und von daher gibt es da zu einzelnen Themen, die wir jetzt getoucht haben, auch schon einige aufgezeichnete Vorträge. Ich würde es auch noch nicht teasern wollen, aber ich kann mir vorstellen, dass du bestimmt nochmal mit dem einen oder anderen Thema von uns angefragt wirst, ob du da nochmal vielleicht auch remote teilnehmen möchtest. Ich glaube, da ist sehr viel zu holen. Es sind sehr viele sogenannte Buzzwords gefallen in dem Teil, die wir wahrscheinlich für uns auch nochmal selber nachgucken müssen, was es damit auf sich hat. Sehr viel Inhalt. Hat mir sehr gut gefallen. Und an der Stelle auch danke dir, Caro, dass du
dir das mit mir zusammen hier angehört hast und mit mir im Nachgang auch aufbereiten wirst. Und danke auch an unsere Hörer für das Hören dieser Folge. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Resttag. Danke dir, Benjamin, nochmal. Und bis demnächst.